Hallo Modellbahnfreunde, ich begrüße euch zur ersten Ausgabe meines neuen Modellbahn-Online-Magazins. Ich hatte ja schon in Inside H0 Detailwerk gesagt, dass ich meinen Videos ein neues Format geben möchte. Warum nun das Ganze? Ich beschäftige mich immer wieder mit vielen kleinen Themen, für die es sich nicht lohnt, einzelne Videos zu drehen. Darum das Ganze zusammengefasst in diesem Magazin. Zur heutigen Ausgabe. Wir werfen nochmal einen Blick auf den Grasmaster 3.0 von Noch. Ich habe in Roccos Köf einen Pufferspeicher eingebaut und möchte euch zeigen, wie sich dort die Fahreigenschaften verändern. In Einfach repariert zeige ich euch, wie man einen abgebrochenen Puffer wieder anbringt, bzw. wie man auch einen Puffer komplett selbst konstruieren kann. Die heutige Buchvorstellung, ich habe mitgebracht von Georg Wagner, die DB der 80er Jahre, ein wunderbarer Bildband für die Freunde der Epoche 4. Ja, und im Hauptteil werden wir euch den Fortschritt unserer Ausstellungsanlage H0 H0e zeigen, unter anderem, was diese Lego-Steine dort zu suchen haben. Dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns nochmals wieder am Ende dieses Videos. Schon im Test hatte ich vermutet, dass der Grasmaster sich auch mit einem umweltfreundlichen 9 Volt Blockakku betreiben lässt, was ich hiermit bestätige. Die von mir gemessene geringere Spannung von 8,6 Volt hat keinen Einfluss auf den Betrieb. Die Nutzdauer des Akkus ist aber trotzdem begrenzt, da er nur 270 mAh aufweist. Batterien können auch mit der dreifachen Leistung erworben werden. Eindrucksvoll zeigt hier die kleine Köf, dass ein Pufferspeicher ähnlich wie ein zusätzlicher Wagen zur Stromabnahme sie auch einige Zentimeter stromlose Abschnitte in Rangiergeschwindigkeit überwinden lässt. Ich habe zunächst mit einem Lenz Gold Decoder und einem Pufferspeicher der gleichnamigen Firma experimentiert. Aufgrund des geringen Platzes musste ich den Kondensator ab und wieder seitlich positioniert an die Platine anlöten. Bitte dies nur mit ausreichender Lötkenntnis ausführen. Mit Klemmung passt alles in die Führerkabine, der freie Durchblick fällt aber der Betriebssicherheit zum Opfer. Letztendlich habe ich mich für eine bereits mit einer Schnittstelle ausgerüsteten Rocco Köf, einem kleinen kühn Decoder N025 und dem mit verschiedenen Decodern verwendbaren Uhlenbrock Energiespeicher entschieden. Die Kabel wurden direkt an die 8-polige Schnittstelle gelötet. Der wesentlich kleinere Decoder lässt ausreichend Platz für den zusätzlichen Baustein. Fixiert habe ich die Bausteine mit Doppelklebeband aus dem Automobilbedarf. In Planung sind die Ausstattung weiterer zweiachsiger Lokomotiven, wobei ich auch nach Unterbringungsmöglichkeiten für den Energiespeicher in H0e-Fahrzeugen suche. Wer so wie ich viele Gebrauchtfahrzeuge kauft, muss sich oftmals Gedanken über abgebrochene oder verlorene Zurüstteile machen. Eine Ersatzteilbeschaffung beim Hersteller klappt nicht immer oder ist auch sehr kostspielig. Die Reste des bei dieser kleinen Dampflok abgebrochenen Puffers werden mittels einer eingedrehten feinen Gleisschraube herausgezogen. Ein vorsichtiges Ausbohren führt auch zum Ziel. Einfach ist jetzt der Ersatz durch einen fertigen Puffer oder wenn machbar auch die komplette Ausstattung der Lok mit feinen Federpuffern. Aber wir wollen ja reparieren. Die Pufferhülse wird nun vorsichtig mit einem 0,7 mm Loch versehen und dort ein passendes Stück Messing oder Kupferdraht mit Sekundenkleber befestigt. Zum Einkleben in die Pufferbohle habe ich schnell aushärtenden 2-Komponentenkleber verwendet. Der fehlende Puffer für den Personenwagen soll durch einen Selbstbau ersetzt werden. Für die Pufferhülse und den Pufferteller habe ich in meinen Kunststoffresten geeignetes Material gefunden. Wichtig ist, vom Originalpuffer alle Konstruktionsmerkmale und Maße auf die Eigenkreation zu übertragen. Ein passend gefeilter und abgelenkter Drahtstift dient zur Befestigung des Puffers am Wagen. Er wird mit der Pufferhülse verklebt. Der Originalpuffer fungiert kopfüber mit Doppelklebeband auf einen Streifen Polystyrol geklebt, als Schablone für den neuen Pufferteller. Hier nochmals die Einzelteile und ganz rechts bereits ein neues Exemplar. Am Wagen wird der Pufferteller mit Plastikkleber auf die Hülse geklebt. Ich gebe zu, dies ist auch die Sollbruchstelle, falls sich Puffer im Fahrbetrieb verhaken. Der Pufferteller wird noch vorsichtig zurechtgefeilt und mit selbst angemischter Revell Aquacolor Farbe gestrichen.
Der Vergleich zeigt, dass es nicht immer einer Ersatzteilbestellung bedarf. Auch am Wagenboden zeigen sich Lücken, für die ich keine Zurüstteile parat habe. Mal sehen, was sich da machen lässt, aber nicht in diesem Video. Das 1989 veröffentlichte Buch von Georg Wagner aus dem Franken-Verlag ist ein Streifzug auf DB-Bahnstrecken durch Landschaften unserer Republik von Norden nach Süden. Warum die Buchvorstellung? Trotz der Vielzahl von Informationen zur Bahn im Internet nehme ich gerne mal ein Buch zur Hand und stöbere darin nach möglichen ins Modell umsetzbaren Vorbildsituationen. Ich zeige euch anhand einiger ausgewählter Bilder, welche Motive mir modellbahngerecht erscheinen. Jedes Bild ist mit einer kurzen Erklärung zum Standort und dem Zugbetrieb versehen. Dieses Bild aus Lübeck steckt voller Details für die eigene Modellbahn, sei es das Straßenpflaster, das Geländer, die Straßenlaterne, Litfaßsäule, Begrünung oder die Verschmutzung der Lok. Hier interessiert neben dem interessanten VT die für diesen Standort ungewöhnliche Aufstellung der Signalbrücke. Was für eine schmuddelige E50. Im Modell keine leichte Alterung. Und auch das Ladegut verdient eines Blickes. Passend für die Modellbahn, aber auch ungewöhnlich. Eine 193, offensichtlich wurde hier ein neuer Pantograph montiert, mit einem PMG oder GMP. Naja, für die Modellbahn erstmal egal. Ein super Vorbild für Alterung und Zugkomposition. Auch hier ein tolles Gespann aus E93 und E94. Nur der lange Güterzug passt oftmals nicht auf die heimische Anlage, aber auf Clubanlagen eine denkbare Zuglänge. Auch die gute alte DB V100 findet sich an mehreren Stellen im Buch wieder. In diesem Bild finde ich nicht nur die Doppeltraktion oder Vorspann und den kurzen Güterzug bemerkenswert. Auch der Bahndamm und die Telegrafenmasten sind wichtige Details für eine mögliche Nachbildung im Modell. Habe ich Appetit auf diesen prächtigen Bildband gemacht? Die ISBN findet ihr in der Videobeschreibung. Ein kurzer Blick auf die von Andreas mit Auhagen-Wandelementen gestaltete Fabrik und weiter geht es auf der Rückseite mit dem Schattenbahnhof. Hier nochmals das kleinste Modell der Anlage. Vor der Gleisverlegung müssen die Übergänge an die Korkbettung der im sichtbaren Bereich verlegten Gleise angeglichen werden. Dies gelingt mit starkem Karton und Trittschalldämmung. Ansonsten werden die Gleise im Schattenbahnhof direkt auf dem Holz mit Gleisschrauben befestigt. Werfen wir nochmals einen Blick auf die Gleise an den Segmentübergängen, die mit besonderer Sorgfalt verlegt werden müssen. Im sichtbaren Bereich werden die Schienenverbinder der H0E-Gleise an den Übergängen, wie schon aus dem zweiten Video zur Anlage bekannt, auf Winkeln aus 1 mm Kupferdraht gelötet, wo auch die Anschlussdrähte direkt angelötet werden. Die Gleise sind noch nicht verklebt und die Schienenprofile durchgängig über die Segmentenden geschoben. Dies garantiert für den späteren Fahrbetrieb einen sauberen Übergang der Schienenprofile. Das Befestigen der exakt zugeschnittenen Gleise geschieht wieder mit Kontaktkleber.
Auf das Zeigen der Gleisverlegung im Schattenbahnhof verzichte ich, da diese, wie schon gesagt, einfach mit Gleisschrauben befestigt werden. Eine Besonderheit stellt das Stellen der Weichen mit einem gewöhnlichen Schiebeschalter mit Umschalter für die Herzstückversorgung und der hier gezeigte Schacht für den Stelldraht dar. An einigen Stellen konnten wir den Schiebeschalter nicht in ausreichendem Abstand zur Stellschwelle montieren. Der Stelldraht musste irgendwie unter einem weiteren Gleis hindurchgeführt werden. Der Schacht besteht aus einem Stück Kabelisolierung, das in einer Rille zwischen zwei Schwellen des benachbarten Gleises mit Sekundenkleber eingeklebt wird. In den 0,5 mm Federdraht wird zum Längenausgleich und Federung in Längsrichtung wie gezeigt ein kleiner Winkel gebogen. Er wird nun in einem gebohrten Loch im Bedienknopf des Schalters und mit einem kleinen Haken an der Stellschwelle befestigt. Ich habe die Schalter mit Sekundenklebergel fixiert, Schrauben lassen sich ebenso verwenden. Hier an anderer Stelle gezeigt die einfache Montage ohne Schacht. Durch Aufbiegen oder Zusammendrücken des Winkels im Stelldraht lässt sich noch der Anpressdruck der Weichenzunge einstellen. Der einfache Schüttbahnsteig wurde aus Trittschall doppelseitig mit Papier beklebt aufgebaut. Als Grundlage dient eine Pappschablone, auf der ich alle Maße und vor allem Begrenzungen der Fahrzeuge, wie hier der Zylinder einer Dampflok, aufgezeichnet habe. Die zusätzliche Abstützung mit Schienenprofilen und Holzbohlen muss unbedingt berücksichtigt werden. Drei Lagen Trittschall, nach oben schmalere Streifen, werden mit Hilfe der Schablone ausgeschnitten und können dank der Papierschicht mit Kontaktkleber inklusive der Schablone übereinander geklebt werden. Ein Verkleben von Trittschall ohne diese Papierschicht mit Holzleim kann ich nicht empfehlen. Das Abbinden bzw. Trocknen des Leimes dauert Tage. Nach dem Glätten mit Sandpapier habe ich den Bahnsteig mit Dark Earth von Revell Aquacolor gestrichen. Die Schienenprofile habe ich rostbraun eingefärbt, in einem Holzbrett ein Loch mit der passenden Länge gebohrt, die Profile eingesteckt und mit der Trennscheibe abgelenkt. Die Bohlen besitzen ähnliche Maße wie eine Schwelle und bestehen aus in Streifen geschnittenen Holzresten. An den Enden müssen die Streifen noch angeschliffen werden, damit sie seitlich in die Schienenprofile passen. Immer zwei Bohlen werden übereinander geklebt. Nun werden je zwei Stückchen Schienenprofile seitlich mit dem Schienenfuß nach hinten dran gesetzt. Dies mache ich nur bei der Hälfte der Bohlen. Die anderen werden am Schüttbahnsteig dazwischen geklebt.
Abwechselnd können jetzt die Bohlen mit und ohne Schienenstücke verklebt werden und fertig ist der Bahnsteig für die Montage zwischen den Gleisen. Ein Bohlenübergang für die Fahrgäste, das anschließende Besanden mit feinem Sand und Kalkstein von Anita Decor und das Angleichen des Schotters sind vor der Ausstattung mit Details vorläufig die letzten Arbeiten an diesem Bahnsteig. Im linken Teil der Anlage soll die Ausfahrt aus dem sichtbaren Bereich durch eine Straßenbrücke kaschiert werden. Alle notwendigen Teile wie die zusätzliche Rückwand, die Auffahrt, die Brücke und Brückenlager und das Ansatzbrett wurden aus Holzresten gefertigt. Der Clou sind die Legosteine. Sie sind mit Gleisschrauben befestigt und lassen die Demontage der Brücke für den leichteren Transport des Anlagenteils zu. Die Brücke inklusive eines kleinen Stückchen Straße hängen wie ein Balkon an der Anlage. Alle Holzelemente sind verleimt und verschraubt. Der weitere Landschaftsaufbau erfolgt mit Karton. Die Bäume auf dem Ansatzstück stecken in Messingröhrchen und lassen sich für den Transport abnehmen. Drei- bis vierlagig mit Holzleim verklebtes Papier bildet die Geländehaut. Auf Gips haben wir gänzlich verzichtet. Die Straßenbrücke wurde mit einer zusätzlichen Lage dünnem Flugzeugsperrholz versehen und nun mit Karton verkleidet. Alle Kanten sind mit Sekundenkleber versiegelt und werden, wenn notwendig, mit einer feinen Feile nachgearbeitet. In den Karton haben wir Risse eingraviert und den Anstrich mit Revell Emaillefarbe in Steingrau vorgenommen. Aus breiten, braun gestrichenen Streichhölzern wurde für unsere Wanderfreunde eine einfache Holztreppe gebaut. Da wir nicht genügend eingefärbte Hölzer hatten, haben wir den Rest unbehandelt aufgeklebt und vor Ort angemalt.
Die Einbettung in den Untergrund erfolgt mit den gleichen Materialien wie beim Schüttbahnsteig. Die Verkleidung der Straßenauffahrt haben wir zur Gleichseite mit Mauerkarton von Noch vorgenommen. 2 Stützpfeiler sorgen für die optische Auflockerung. Vorab haben wir den Mauerkarton mit mattem Sprühlack überzogen, weil er uns zu stark glänzte. Eine ausgebesserte Straße sollte es sein. Mit dem Kurvenlineal haben wir die Begrenzung des Belages markiert und dünne mit Sekundenkleber getränkte Kartonstreifen aufgeklebt. Streifen aus dem Altstadtpflaster von Noch bilden auf der anderen Seite die Begrenzung der Straße. Erste Stücke Pflasterkarton liegen bereits zur Probe. Die Kartonstreifen müssen noch mit Steingrau koloriert werden. Das Puzzle wird wie gewünscht gelegt und muss jetzt verklebt werden. So soll es aussehen. Spachtelmasse, Sand, Holzleim, schwarze Pulverfarbe und Wasser wurden nach Gefühl zu einer nicht zu flüssigen Paste verrührt. Mit einem feinen Spachtel wird die Paste zwischen die Pflastersteine aufgetragen. Der Holzleim sorgt für eine längere Abbindezeit, so dass Korrekturen und mehrfaches Glätten eine möglichst saubere Oberfläche schaffen. Den Landschaftsunterbau haben wir mit unterschiedlichen Sandarten vorbereitet und das Ganze mit Holzleim und Schotterkleber fixiert. Die Begrünung dieses Abschnittes könnt ihr bereits im Video Test des Grasmasters 3.0 sehen. Auf dieser Straßenseite entsteht ein einfacher Fußweg. Die Randsteine begrenzen ihn zur Fahrbahn. Das Aufkleben, Kolorieren und Altern der Randsteine aus Karton bildet den vorläufigen Schluss des Baufortschrittes unserer Ausstellungsanlage. Ein Gesamtüberblick über den Fertigungsstand gibt es im nächsten Teil, also dranbleiben! Tja, weil wir nun letztendlich unsere Ausstellungsanlage der Öffentlichkeit präsentieren werden, vermag ich aufgrund der Corona-Krise nicht zu sagen. Ich hoffe dort aber auf das Jahr 2021. Ich wünsche euch nun alles Gute, bleibt gesund und gespannt auf die nächste Sendung, wo ich euch wieder einige neue Themen präsentieren werde. Im Abspann noch eine kleine Zugfahrt auf einem bereits landschaftlich gestalteten Teil unserer Ausstellungsanlage. Bis demnächst und tschüss aus dem H0 Detailwerk.